Dieser legendäre Spot ist einer der größten, die je geskatet wurden. Das UC Davis Gap. It's just a fucking huge ivy gap. You wouldn't even look at that fucking mountain as a gap. For sure, anytime you go to a spot like that, it's like, you know, if you land a trick, you get to be like a page in skateboarding history or something. Zu finden ist dieser Spot auf dem Gelände der 1905 eröffneten University of California in dem kalifornischen Städtchen Davis. Der ganze Campus ist ein Paradies für Skater, da es hier unzählige Spots gibt, die auch schon in mehreren Videos zu sehen waren. Das Gute ist, Skaten scheint hier nicht verboten zu sein. Zumindest konnte ich nichts Gegenteiliges dazu finden. Das berühmteste Gap an dieser Universität ist aber dieses Gras-Gap an der Rosler Hall. Das UC Davis Gap zählt zu einem der heftigsten, die je geskatet wurden, da es, wie soll ich sagen, einfach nur geisteskrank ist. This is the gap. God damn, this is so fucked. The Davis Gap, when you look at the two, Davis Gap and El Toro just looks bigger on footage. Yeah. Because of the stairs, because of everything. You can't even really know how big that Davis Gap is until you like go there. You go there in It person, really you see it, you're like, whoa. Es ist ein Stückchen niedriger als El Toro, aber dafür etwas länger. Davis Gap is a 9 flat 9, right? That double set over there is a 9 flat 9. It's longer than the 20, but a little lower. Geschwindigkeit ist hier der Schlüssel zum Erfolg. I thought I was going fast, and I did that, and I was like, fuck, like, I gotta go really fast for this shit. Daher verwundert es auch niemanden, dass hier insgesamt erst 8 verschiedene Tricks gemacht wurden. Ende der 90er hat sich Jamie Thomas zur Aufgabe gesetzt, das Streetskaten auf ein neues Level zu heben. Und wie schon bei einigen anderen krassen Spots hat er auch hier den Anfang gemacht. 1998 mit einem Ollie. Danach dauerte es 9 ganze Jahre, bis sich wieder jemand an dieses Gap rantraute. In dieser Zeit war der Spot übrigens nur als Jamie Thomas Gap bekannt. 2007 ging es dann weiter mit einem Frontside 180 von Corey Duffel, zu sehen in Feed the Need von Osiris. Im Jahr darauf machte Devin Appello einen Tuck Knee für das Transworld Video And Now. Und 2010 kamen dann 3 weitere Tricks auf die Liste und gleich 2 davon waren im Transworld Video Hallelujah zu sehen. Shyler Ricketts mit einem Backside 180 und Ryan DeSanso mit einem Switch Frontside 180. Der dritte NBD 2010 war ein Kickflip vom Boss für das Stay Gold Video von America und somit auch der erste Flip-Trick an diesem monströsen Gap. Apropos Ryan DeSanso, für seinen Hallelujah-Part wollte er außerdem noch einen Frontside-Flip machen, der leider nicht klappen wollte. I drove up there 6 hours to frontside flip the gap. So it was like a big deal. Like I had to do it and I had to try it and I had to try my best. I don't know why, but I want to ollie it to feel it out. So the first try on ollie, I land and I break my board and I do the splits and then I smash the inside of my right knee on the ground like super hard. I'm like, no more ollies, that was stupid, sorry guys, like in so much pain but like still adrenaline. Try the frontside flip, break another board, and I got back up, my knee was just done, and so that was the end of that. 2014 kam dann der bislang härteste Trick, ein 360 Flip von Chris Joslin, der zum damaligen Zeitpunkt noch Amateur bei Plan B war. Zu sehen in seinem Part im Plan B Video True. No fucking way. Like, even though I watched the footage, I saw the movie, I saw the photo, it still doesn't even register in my mind that he actually did that. Does that make sense? It's like not real. It's unbelievable. The happiness I was feeling at that moment, yeah, that was definitely one of the greatest feelings of my life. So at the time I was filming with Jocelyn for Plan B True, and people knew who he was, but for the most part we were trying to keep the dude a secret. And then for him to go to Davis and try a tray flip down like the biggest famous gap or whatever was like kind of insane. Ab da war es eindeutig, was für ein Biest auf die Skatewelt losgelassen wurde. In einem Interview mit dem Rolling Stone im Jahr 2015 sagte er, dass der Tray Flip am Davis Gap nur ein Vorgeschmack auf die Zukunft ist. Und, oh boy, hatte er damit recht. Aber zurück zum UC Davis Gap. Am 25. Februar 2017 veranstaltete ETN eine kleine Session an diesem Spot, ähnlich wie die Bust or Bail-Reihe von Fresher, bei der Skater gegen Geldpreise NBDs machen. Zu sehen war das Ganze live auf der eigenen ETN-App, die kurz zuvor auf den Markt kam und die Skate-Clips gegen eine monatliche Zahlung anbot. An dem Tag wurde nur ein Trick gestanden, Jaws mit einem Kickflip Melon Grab. Auch Tommy Sandoval war mit am Start und wollte einen Frontside-Flip machen, leider ohne Erfolg. Still recovering. It was like a month ago now. My ankles are cracky, stiff, poppy. I believe I gave it, I think 10 maybe. I don't know for sure. First jump, I
almost landed on the curb. My ankle like stretched it out just a little bit. That was just the first one. I was like, oh fuck, this is gonna be crazy. Im Jahr darauf wurde die App übrigens wieder eingestampft, da das Abo-Modell bei Skatern überhaupt nicht gut ankam. Der Kickflip Melon Grab von Jaws war bislang auch der letzte NBD am Davis Gap. Einen nennenswerten Trick gibt es trotzdem noch. 2020 machte der damals noch 9-jährige Trey Montgomery einen Ollie für seinen Street-Part in einem Santa Cruz Video. Unfucking fassbar. Mit 9 Jahren wusste ich noch nicht mal, wie man Skateboard richtig schreibt. Da das Skaten hier nicht verboten ist, ist es daher nur eine Frage der Zeit, bis der nächste NBD gemacht wird. Ein paar Tricks sind hier auf jeden Fall noch möglich. Jamie Thomas war der Erste, der das UC Davis Gap gesprungen ist, aber schon ein Jahr vorher hat er an diesem legendären Spot Geschichte geschrieben.